Heute sprechen wir über Musik und wie die Medien deinen Musikgeschmack beeinflussen. Seid dabei! Mein Name ist Daniel Sosa und willkommen zu einem weiteren Video. Du schaust dir gerade dieses Video an und ich frage mich, ob du den Kanal schon abonniert hast. Si oder no? Es ist sehr wichtig, dass ihr das Video liked, dass ihr den Kanal auch abonniert und natürlich ein bisschen kommentiert, dass YouTube weiß, dass ihr das Video mögt und solche Inhalte dann auch weiterhin bekommen möchtet. Ich hoffe, euch geht's gut, alles fein. Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Seid ihr zu Hause geblieben, ein bisschen geübt? Online-Unterricht besucht? Habt ihr eure Tanzschule unterstützt? Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr Musik und Tanz in diesen Tagen unterstützt. Und auch natürlich andere Kunstformen. Deshalb, wenn ihr Online-Unterricht noch nicht genommen habt, dann seid dabei und versucht das ein bisschen zu lernen. Das braucht natürlich Zeit, Disziplin und so weiter, aber es ist sehr wichtig, dass jeder für sich eine Methode dafür entwickelt. Stellt euch vor, dass ihr diese Zeit ohne Musik aushalten müsstet und auch ohne Online-Kurse. Ja, ich habe mir schon vorgestellt, aber das ist kein guter Anblick, glaubt mir. Im letzten Video habe ich über die Musik und den Einfluss von der Musik auf die Gesundheit gesprochen. Habt ihr es schon gesehen? In der Beschreibung ist ein Link, dann folgt den Link und schaut nochmal das Video an. Es gibt noch Hausaufgaben von den letzten Videos. Nicht denken, dass ich das vergessen habe. Viele Tanzschulen weltweit öffnen die Türen jetzt für die nächsten Kurse und das macht Mut. Aber bitte haltet euch an die Regeln, dass wir nicht zurück in diese Situation kommen. Sonst müssen wir weitere Monate warten, bis wir nochmal tanzen können. Oder? Das Thema von heute ist richtig spannend. Die Medien beeinflussen uns, egal wo wir sind und egal was wir tun. Hast du dir schon zufällig überlegt, wie die Medien deinen Musikgeschmack beeinflussen? Ich noch nicht. Liebst du eher Mozart, Beatles oder Ed Sheeran? Was hörst du gerne? Pop, Latin, Country? Der Dr. Paul Elvers am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt, Deutschland, sagte, Musikgeschmack hängt vom Alter ab, von der Epoche, in die wir hineingeboren werden, von unseren ersten intensiven Auseinandersetzungen und von der Musik, die unser Elternhaus uns mitgibt. Aber was heißt das Ganze? Es gibt einen Begriff in der Forschung für Leute, die alles hören, und das sind Allesfresser. Viele Leute mögen bestimmte Musikrichtungen nicht nur, weil sie es mögen, sondern auch, weil es eine bestimmte soziale Image gibt oder verschafft. Das heißt aus soziologischen Gründen. Ein französischer Soziologe Pierre Bourdieu 1979 hat erwähnt, dass Musik nicht individuell ist, sondern gesellschaftlich geprägt. Aber was denkst du darüber? Kann sein, dass nur meine Umgebung mich beeinflusst oder gibt es da andere Faktoren? I don't know. Im zweiten Video von dieser Serie haben wir ein paar Gedanken darüber gemacht und das lohnt sich auf jeden Fall nochmal anzuschauen. Ich persönlich glaube, da gibt es ein bisschen Vorurteil. Lasst uns einen Test machen. Schließt mal bitte jetzt die Augen und hört mal diese Musik. Okay, jetzt stell dir eine Person vor. Wie ist sie gekleidet? Ist sie reich oder arm? Was trinkt sie? Und wo ist sie? Okay, jetzt hört mal dieses Lied hier an. Stellt euch jetzt eine andere Person vor. Wie ist sie gekleidet? Ist sie arm oder reich? Was trinkt sie gerade? Wo ist sie? Schreibt das bitte mal hier in den Kommentaren. Ich möchte wissen. Ich bin da neugierig. Früher war alles besser. Nein, ein Scherz. Nein, früher gab es die Idee, dass bestimmte Musikgenres zu einer bestimmten sozialen Schicht zugeteilt sind. Aber heutzutage wissen wir, dass es nicht so ist. Viele Leute haben schon Zugang zu sehr vielen Titeln, sehr viele verschiedene Titeln, in verschiedenen Ländern und so weiter. Natürlich nicht alle. In Cambridge, UK, der Psychologe David Greenberg hat recherchiert, ob die Musik unser Denkstil beeinflusst. Was glaubt ihr, was daraus kam? Es gab verschiedene Zuteilungen. Er fand heraus, dass Menschen in deren Denken mehr von Gefühlen leiten lassen, mehr melancholische Musik oder R&B oder Softrock hören. Und Menschen, die sehr systematisch an Dinge herangehen und Freude an komplexen Strukturen haben, hören eher Hard Rock oder Punk oder Metal.
Und eine zusätzliche Studie vom Wissenschaftler Daniel Sousa ergab, dass alle Menschen mehr lateinamerikanische Musik hören sollten. Aber im Ernst, ob die Person eher Oper hört oder zum Iron Maiden Konzert geht, hängt von vielen anderen Faktoren ab. Wie zum Beispiel das Elternhaus oder die Clique in der Schule oder Freunde, Familie. Und hier noch ein Beispiel. Einige Forscher von der University of Texas wollten wissen, welche Vorlieben die Leute beim Thema Musik hatten. Aber wie gesagt, das sind nur Studien, das heißt keine absolute Wahrheit. Deshalb genießt es, aber sehr vorsichtig. Besinnliche und komplexe Leute, die präferieren mehr Jazz, Blues, Folk Music oder auch Classic. Menschen mit rebellischen Vorzügen bevorzugen Rock, Alternative oder Heavy Metal. Bist du euphorisch und konventionell? Dann magst du bestimmt Country, Pop oder Soundtracks. Dynamische Charaktereigenschaften mögen mehr Rap, Hip-Hop, Funk, Soul. Ich wurde schon mal gefragt, warum spielt man nicht so viel Salsa im Radio? Ich habe schon mal ein paar Reggaetons gehört im Radio, Merengue auch sehr viel gehört, aber Salsa sehr wenig. Die Frage fand ich echt gut und wollte mehr darüber wissen. Die Musikredakteure von den Radiosendern entscheiden nicht selber, was da gespielt wird. Sie führen natürlich immer Forschungen aus, um zu wissen, was die Zuhörer wollen. Da Salsa nicht so bekannt wie zum Beispiel Rock oder Pop ist, spielen natürlich die Radiosender nicht so oft. Hello darkness, my old friend. Also Salseros ruft alle Radiosender an und schlägt mal Salsa vor, Bachata, Kizomba, Brazilian Zouk, Forró, Samba, alles mögliche. Vielleicht haben wir da eine Chance. Aber ihr müsst natürlich jeden Tag anrufen. Eine Frage an euch. Wie habt ihr Musik früher gehört? War das Radio, Schallplatten, Kassetten, CD, MP3? Weißt du, was eine Schallplatte ist? Hattest du eine? Zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert gab es nur das Radio, um Musik zu hören. Außer natürlich Livebands. Aber keine anderen Medien. Und da konnten wir natürlich die Reihenfolge der Lieder nicht selbst auswählen. Zwischen 1880 und 1912 hatten wir weltweit eine neue Technologie, und zwar die Schallplatten. Die konnte man natürlich kaufen und die eigene Musik konsumieren. Danach kam die Kassette, aber die haben auf dem Markt koexistiert. In den 80er Jahren dann haben wir die digitalen Medien, und zwar die CD. Der Sound war angeblich besser als der von den Schallplatten. Aber wer weiß, ich weiß es nicht. In den 90ern kamen ein paar Typen zusammen und die haben dann das MP3-Format entwickelt. Und zwar in der Fraunhofer Gesellschaft in Deutschland. Karl-Heinz Brandenburg war einer davon, Elektrotechnikingenieur und auch Mathematiker. Und heutzutage haben wir natürlich die ganzen Streaming-Dienste wie Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und das hat den Musikkonsum echt demokratisiert. Viele Leute, die nie Musik gehört haben oder nie so viel, haben dann angefangen, Musik zu hören. Aber später im Video spreche ich mehr darüber. Also bleibt da. Als Kind habe ich viel Musik im Radio gehört, aber fast alle waren auf Englisch. Dann dachte ich, in Brasilien gibt es nur amerikanische Musik, keine regionale oder so. Geld für Kassetten oder Plattenspieler hatte ich nicht und deshalb war ich auf das Radio angewiesen. Dann irgendeine gute Seele hat mir einen Schallplattenspieler geschenkt. Und ein paar Platten, die ich natürlich roh und runter gehört habe. Und das war meine erste Erfahrung mit meiner eigenen Musik. Wann war denn das? 1985. Ja, ich bin alt. Sorry, it's all that you can say. Das war das erste Lied, was ich versucht habe zu singen. Aber ein kleines Detail, ich konnte kein Englisch. Dann gab es natürlich, so wie viele, Sorry, so that you can, aber sehr fieberhaft. Und als die MP3s kamen, dann habe ich es gut ausgenutzt. Und ich habe alle Musik der Welt gehört, inklusive deutsche Schlager. True Story! Eine Studie von einem Streamingdienst zeigte, dass wir mindestens 78 Minuten pro Tag Musik hören sollten, damit wir gesund bleiben. In einer Tanzstunde, normalerweise sind das ca. 40 bis 45 Minuten. Das heißt, der Tagessatz ist damit zum größten Teil abgedeckt. Also Tanzstunde nehmen. Und wie ist das aufgeteilt? 14 Minuten aufbauende Musik helfen dabei,
sich glücklich zu fühlen. 15 Minuten motivierende Musik helfen dabei, sich zu konzentrieren. 16 Minuten tiefsinnige Musik helfen gegen Traurigkeit. 16 Minuten beruhigende Musik helfen, sich dabei zu entspannen. Und 17 Minuten dynamische Musik helfen bei der Wutbewältigung. Ja, und wenn du während des Schlafes noch Solfeggio-Frequenzen hörst, dann hast du auf jeden Fall eine gute tägliche Musikdosis. Daniel, was sind Solfeggio-Frequenzen? Im letzten Video findest du die Antwort ab der Minute Nummer, ich weiß nicht so genau. Also du musst das Video anschauen. Und was ist mit euch? Wie habt ihr angefangen, Musik zu hören? Wer hat euch beeinflusst? Wann habt ihr angefangen, selber eure Musik auszuwählen? Leute, diese Videos sind für euch und sind interaktiv. Das heißt, ihr könnt alles schreiben an den Kommentaren, Fragen und so weiter. Und das Wichtigste von allen, es ist kostenlos. Habt ihr dieses Lied schon gehört? Und dieses. Dieses bestimmt auch. Demnächst mache ich ein Video nur über solche Musik. Wir erinnern uns natürlich an Filme, wenn wir diese Lieder hören. Die Melodien bleiben im Kopf und zwar für das ganze Leben. Sie wecken viele Gefühle auf. Nervenkitzel, emotionale Romantik, Rastlosigkeit, bedrückende Stille. Die Musik ist der Katalysator, die diese Filme so richtig zum Leben bringen und diese Emotionen dann auch erwecken. Filme wie Der Weiße Hai oder Psycho oder 2001 Odyssee im Weltall wären natürlich undenkbar ohne die Musik, oder? Welche Filmlieder haben dich besonders geprägt? Als letztes möchte ich euch ein bisschen erzählen, wie das Internet unser Musikhören beeinflusst hat. Man kann sagen, dass heutzutage viel mehr junge Leute Musik hören, Informationen über Musik recherchieren, sich über Musik austauschen und natürlich auch der Musikkauf im Internet hat in den letzten Jahren sehr viel zugenommen. Ich höre natürlich selber auch viel mehr Musik, seitdem es Streamingdienste gibt. Ich stelle mir schon die nächste Technologie vor, aber ich erzähle nur, wenn JBL oder Sony oder Bose mich kontaktieren. Aber das hat mit Musik und Intuition zu tun. Sehr spannendes Thema. Dieses Video schreit natürlich nach einem zweiten Part und den kann ich natürlich auch machen und vorbereiten, wenn ihr mir Bescheid sagt, dass ihr das wollt. Oder auch natürlich andere Themen, spezifisch für Salsa oder für Mambo, ein bisschen Geschichte vielleicht. Wie gesagt, dieser Kanal ist für euch. Die Tanzschule Salsa Company gibt jeden Tag Online-Kurse für euch und ich bin dabei donnerstags um 19 Uhr mit Salsa Musicality. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bitte dann schreibt eine E-Mail an info@salsa-company.de und fragt dann, wie das genau geht. Ab nächster Woche öffnen sich die Türen von der Tanzschule und alle können dann auch dort anwesend sein und vor Ort dann Unterricht nehmen. Wir hatten jetzt ungefähr 23 Jahre Pause, so gefühlt, aber jetzt geht's wieder los. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr das Video bis hier geschaut habt. Das ist mir, wie gesagt, immer eine Ehre und ein Vergnügen, sowas für euch vorzubereiten. Und bitte spread the word. Und nächste Woche bringe ich euch mehr knackigen und leckeren Inhalt zu genießen. Also, wir sehen uns. Heute habe ich meinen Kamm wieder nicht dabei und deshalb sage ich Adios, muchachos y muchachas.